Deine Laptop-Tastatur macht Probleme? Ob einzelne Tastenklemmen die ganze Tastatur nicht reagiert oder der Cursor rumspinnt, in diesem Video zeige ich dir die häufigsten Probleme und wie du sie vielleicht sogar selber beheben kannst. Legen wir los! Problem Nummer 1. Einzelne Tasten reagieren nicht mehr oder nur, wenn man richtig drauf hämmert, oder auch eine Taste klemmt quasi ein und dann hat man irgendwie 100 Mal hintereinander den gleichen Buchstaben. Bei diesem Problem, da sind meistens Dreck und Schmutz die Ursache. Also auch wenn die Tastatur sich klebrig anfühlt, dann liegt das meistens daran, dass sich unter den einzelnen Tasten einfach zu viel Staub und Dreck, vielleicht sogar Krümel angesammelt haben. In diesem Fall kann man natürlich versuchen, die Tastatur zu reinigen. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Laptop dafür auszumachen. Und dann kann man zum Beispiel, es gibt so Sprühdosen mit Luftdruck. Und damit kann man versuchen, quasi die Tasten zu reinigen und da mit Luftdruck schon mal den Schmutz unten drunter wegzubekommen. Ich benutze dafür auch so einen Blasebalg zum Beispiel. Und dann natürlich kann man dann auch mit einem Pinsel noch die Tastatur reinigen. Aber ich sage jetzt mal, wie erfolgreich man damit ist, hängt auch immer ein bisschen von der Tastatur selber ab. Je tiefer die Tastatur ins Topcase eingelegt ist, umso schwieriger wird es hier tatsächlich irgendwie dazwischen zu kommen und da wirklich Dreck rauszubekommen. Probieren kann man es aber natürlich auf jeden Fall. Eine andere Möglichkeit besteht natürlich auch darin, dass man eine einzelne Taste oder eine einzelne Kappe versucht zu lösen und sie rauszuhebeln. Das geht tatsächlich auch bei den meisten Laptop-Tastaturen. Da auf jeden Fall schauen, der Laptop sollte da definitiv ausgeschaltet sein. Und das ist wirklich eine diffizile Sache, da mache ich gar keinen Hehl draus. Die Chance, dass man da was abbricht und die Taste danach nicht wieder drauf kriegt, die ist schon recht hoch. Aber ich sag mal, wenn die Taste jetzt zum Beispiel wirklich gar nicht mehr geht und ein Tastaturtausch im Grunde genommen auch unausweichlich ist, dann kann man das natürlich nochmal versuchen, indem man da ganz vorsichtig quasi die Taste von unten abhebelt und dann eben versucht, unten drunter alles zu reinigen und die Taste wieder in auf das Gehäuse so einrastet, wie man das jetzt hier beim Klicken gehört hat. Wie gesagt, das ist eine schwierige Sache, da muss man ganz vorsichtig sein, aber theoretisch natürlich möglich. Eine andere Sache, die auch sehr oft passiert ist, dass sich einfach Tasten durch Gebrauch lösen. Hier zum Beispiel hat sich die Ä-Taste komplett gelöst und die kann man auch nicht mehr wieder draufstecken. Die ist also wirklich abgebrochen. Und nicht nur das, hier hat sich auch die Taste 5 noch mitgelöst. Da sind also auch gleich 2 kaputt. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, unter dieser Taste sieht man ja noch diesen kleinen Druckknopf, dieser Mechanismus. Und da kann man dann mal schauen, ob der noch funktioniert. Und in dem Fall zum Beispiel das Ä funktioniert noch. Die 5 in dem Fall jedoch nicht, mit oder ohne Numlock. Und das heißt, in dem Fall müsste man die Tastatur hier auf jeden Fall austauschen. Wenn das eine Taste ist, die man jetzt nicht so oft benutzt, kann man in dem Fall natürlich auch direkt auf diesen Plastik-Noppen-Dingsbums hier einen Tropfen Leim drauf machen und dann quasi versuchen, die Taste wieder drauf zu kleben. Und so jetzt mal notdürftig quasi die Taste wieder zu reparieren.
Das nächste Problem, was man öfter mal hat oder was einem öfter mal begegnen kann, ist, dass die ganze Tastatur nicht reagiert. Allermeistens sind es allerdings einzelne Tasten, die entweder die falschen Zeichen ausgeben oder irgendwelche anderen Funktionen plötzlich auslösen, wie jetzt hier Numlock On-Off oder dass der Cursor wie wild herumspringt, dass die doppelt und dreifache Zeichen abgeben. Und bei diesem Problem kann man als allererstes mal versuchen, wenn man eine da hat, eine externe Tastatur per USB anzuschließen und da mal schauen, ob dann die entsprechenden Zeichen funktionieren. Wenn dann nämlich alles funktioniert, weiß man zumindest schon mal, dass es kein Systemfehler ist. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass dann wahrscheinlich mit höchster Wahrscheinlichkeit die Tastaturansteuerung kaputt ist. Und das würde dann bedeuten, dass man die Tastatur tauschen muss. Im schlimmsten Fall ist was auf dem Mainboard. Das ist relativ unwahrscheinlich in dem Fall. Aber ein Tastaturtausch, um den kommt man in dem Fall jetzt nicht drum rum. Sollte auch die externe Tastatur nicht funktionieren, dann liegt das aller Wahrscheinlichkeit nach einem Treiberproblem. Und auch da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, die man mal versuchen kann. Und zwar geht man da auf das Windows-Symbol, macht dort einen Rechtsklick, geht dann auf den Gerätemanager. Da hat man die Tastatur. Und wenn man hier einen Rechtsklick auf die Tastatur macht, dann kann man da mal das Gerät deinstallieren. Und dann kommt direkt eben schon die Meldung, Sie müssen den Computer neu starten, etc. etc. Das machen wir dann auch. Und nach dem Neustart wird Windows im Normalfall den Treiber automatisch neu installieren. Da kann man mal gucken. Ja, also in dem Fall, wenn wir da unter Eigenschaften gucken, Gerät funktioniert einwandfrei. Treiber können wir nochmal aktualisieren. Automatisch nach Treibern suchen. Im Normalfall ist aber der Treiber jetzt schon, wie hier ja auch zu sehen ist, installiert. Und dann kann man die Tastatur einfach nochmal überprüfen. Und wenn das den Fehler behoben hat, dann wäre das natürlich super. Eine andere Sache, die man auch einfach mal überprüfen kann, wenn die Tastatur irgendwie Mucken macht, ist unter Windows und dann in die Einstellungen. Und dann geht man hier auf die Barrierefreiheit. Und unter Tastatur gibt es hier die Einrastfunktion, Filtertasten und die kann man mal deaktivieren, sollten die aktiviert sein und schauen, ob sich danach das Verhalten vielleicht verbessert und man so das Problem vielleicht sogar löst. Sollte es zu einem Tastaturtausch kommen, ist es so, dass manche Tastaturen einzeln verfügbar sind. Jetzt bei dem einen Gerät hier zum Beispiel wäre das jetzt der Fall. Da ist die Tastatur einzeln tauschbar. Bei anderen Geräten, wie jetzt diesem Gerät zum Beispiel, ist die Tastatur fest mit dem Topcase verbunden. Und da müsste man quasi das ganze Topcase tauschen. Da gibt es jetzt leider keine Regel. Auch optisch kann man vielleicht vermuten, aber wirklich sagen kann man es nicht. Also da würde ich einfach, geht auf unseren Shop, gebt euer Gerät einfach direkt euer Modell ein und dann könnt ihr da einfach sehen, ob es die Tastatur einzeln gibt oder ob das eine Tastatur im Topcase ist, weil das macht auch einen großen Unterschied in der Reparatur, ob man sich das selber zutraut oder nicht. Tastaturen, die es einzeln gibt, sind oft auch einfacher zu tauschen. Nicht immer, aber wirklich allermeistens. Schaut euch da einfach auch mal eine Anleitung von uns an, ob ihr euch das selber zutraut. Ansonsten schickt das Gerät gerne ein. Wir reparieren
Tastatur im Topcase und Einzeltastaturen natürlich fast täglich. So, Flüssigkeit im Laptop, das ist auch immer so eine Sache. Das ist im Normalfall, wie man sich das ja wahrscheinlich denken kann, extrem ungut. Hier kommt es natürlich auch darauf an, wie viel Flüssigkeit, wo ist die Flüssigkeit rein, und wenn man schnell handelt, hat man vielleicht sogar noch eine Chance. Wenn Flüssigkeit in die Tastatur kommt, dann auf jeden Fall so schnell wie möglich den Laptop ausmachen, das Netzkabel ziehen und dann trocknen lassen. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ja, manche sagen, dreht den Laptop um und ja, lasst so die Flüssigkeit rauslaufen. Das Problem dabei ist, dass natürlich beim Umdrehen die Flüssigkeit auch schön überall noch hinlaufen kann. Ja, also ja, weiß ich nicht. Also im Normalfall ausmachen auf jeden Fall, Stecker ziehen und dann, ich würde mal sagen, also Minimum 24, vielleicht sogar eher 48 Stunden in Ruhe lassen. Ich würde auch nicht föhnen oder irgendwas, da schmilzt man bloß irgendwelche Sachen. Dann einfach mal, ja, lasst ihn einfach 2 Tage lang stehen und guckt, ob ihr Glück habt, ob der danach wieder anspringt und funktioniert. Und ansonsten ja, muss der dann natürlich in die Reparatur. So, generell noch ein Wort zu der Frage, wann sucht man am besten einen Profi aus? Und da ist es so, wenn diese Tipps oder Sachen, die ich jetzt so gezeigt habe, nicht funktionieren und man auch nicht so hundertprozentig genau weiß, woran es liegt, wenn man zum Beispiel einen Flüssigkeitsschaden hatte oder so, dann ist es eigentlich immer der bessere Weg, das zu uns zu schicken und reparieren zu lassen. Wenn ihr jetzt schon wisst, was es ist, ihr wisst, es liegt an der Tastatur, einzelne Tasten spinnen einfach rum, wie ich das am Anfang gezeigt habe, oder Kappen sind abgebrochen und ihr wisst auf jeden Fall, okay, die Tastatur muss einfach getauscht werden, dann könnt ihr das natürlich auch selber machen. Wir haben da einige Anleitungen auch dazu und je nachdem, wie ihr euch das zutraut, kann man das dann durchaus auch selber machen. Generell, je nachdem wie alt das Gerät ist, bedenkt auch immer, dass man für einen Tastaturtausch allermeistens das Gerät aufmachen muss und man so eventuell auch die Garantie verliert. Ja? Also checkt auf jeden Fall, ob da noch Garantie drauf ist und wie ihr das dann einschätzt, ob ihr das machen wollt oder nicht. So, und zum Schluss einfach noch, vielleicht habt ihr ja auch das Video gesehen, wie man die Lebensdauer seines Laptops erhöht. Da war Tastatur eben ja auch ein Thema. Also es ist wirklich, ihr könnt da wirklich einiges selber machen als Prävention, wenn ihr eben einfach die Tastatur regelmäßig mit einem Tuch ein bisschen abwischt. Vielleicht eben auch einfach mal so ein paar Fusseln, Krümel und so weiter wegmacht oder eben auch vielleicht mit einem Pinsel einfach mal so ein bisschen das Ganze entstauben. Wenn man vorsichtig ist, Flüssigkeit einfach nicht in der Nähe vom Laptop aufbewahrt und so weiter. Da kann man selber natürlich auch einiges tun, um die Tastatur langlebig zu machen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch irgendwie geholfen und euch da weitergebracht. Wenn ja, lasst uns doch gerne auch ein Like da. Und ansonsten sage ich viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao.